Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Mami Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Ich bin die Sarah und hier auf dem Kanal gibt es jede Woche ein Näh- oder DIY-Tutorial. Heute nähen wir etwas und zwar für die Sportlichen unter uns, beziehungsweise diejenigen unter uns, die sportliche Menschen in ihrem Umfeld haben, die sie gerne benähen möchten. Nämlich ein Armband, in das ihr zum Sport euer Handy verstauen könnt. Natürlich könnt ihr dafür auch einfach eine Socke nehmen. Bam, 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 badam, bam. Aber wenn ihr etwas längerfristig Stabiles haben wollt, dann ist Nähen eine gute Lösung. Und deshalb nähen wir heute ein Armband, das ihr wahlweise am Oberarm oder am Unterarm tragen könnt und in dem ihr euer Handy verstauen könnt beim Joggen, beim Laufen gehen, beim sonst wie Sporteln oder natürlich auch einfach, um an der Nähmaschine zu sitzen und das Handy am Arm zu haben. Was ihr dafür braucht, ist Elastanstoff. Namentlich sowas wie Lycra oder Spandex, unter den beiden Namen wird das Zeug gerne verkauft. Das ist ein extrem dehnbarer Stoff, der sich dadurch auszeichnet, dass er eben relativ formstabil ist und immer auch wieder in diese Form zurückschnellt. Das machen andere Stoffe nicht so sehr, wenn sie viel benutzt werden, leiern sie irgendwann aus. Elastanstoff leiert nicht so schnell aus. Zudem ist er unempfindlich gegenüber Salzwasser, Transpiration, Kosmetika und dergleichen mehr. Das Einzige, was ihm was anhaben kann, ist meines Wissens Bleiche. Das heißt, ihr solltet beim Waschen darauf achten, dass ihr keine Bleiche mit in dem Waschmittel drin habt, das ihr verwendet. Und ansonsten könnt ihr das dann wunderbar voll schwitzen und waschen und das Ganze endlos on repeat. Das braucht ihr, ein halber Meter reicht auf jeden Fall aus. Oder Reste, wenn ihr irgendwann mal Badesachen genäht habt und noch Reste habt, dann könnt ihr die hier bei diesem Projekt auch vernähen. Warum kein Jersey? Jersey hat in der Regel 5 bis 8% Elastan. Lycra, Spandex, Elastanstoffe haben mindestens 85% Elastan. Das zeigt euch schon den Unterschied in der Dehnbarkeit. Aber wie gesagt, die anderen Stoffe leiern auch einfach mehr aus und sind einfach für Sportbekleidung nicht so gut geeignet. So, dann brauchen wir, bevor wir loslegen, zweierlei Maß. Zum einen müsst ihr entscheiden, ob ihr dieses Armband gerne am Oberarm oder am Unterarm tragen möchtet. Wenn ihr sehr schmale Arme habt, dann könnt ihr natürlich ein Armband nähen, das für euren Oberarm ausgelegt ist und das wird dann auch am Unterarm halten. Bei den allermeisten Leuten ist der Bizeps ein bisschen größer als der Unterarm und deshalb, wenn ihr etwas näht für hier oben, dann wird es hier unten schlackern. Andersrum, wenn ihr etwas für hier unten näht, dann wird das hier oben einfach nicht über den Bizeps gehen. Das heißt, ihr geht jetzt als erstes her und messt euren Bizeps oder den der Person, die ihr benähen möchtet, an der dicksten Stelle und zwar ohne den Bizeps anzuspannen. Wenn ihr für Männer näht, messt selber nach, weil wenn die euch sagen, sie haben einen Bizepsumfang von, ich weiß nicht, 38, 40 cm und ihr nähtet dementsprechend und die haben geflunkert, dann passt das Ding hinterher nicht. So, also einmal hier den Umfang messen oder eine Handylänge vom Handgelenk entfernt einmal den Umfang messen und diesen Wert notieren. Den brauchen wir gleich. So, das zweite Maß, was wir brauchen, ist einmal die Länge unseres Handtelefons oder des der Person, für die wir dieses Armband nähen und dann können wir loslegen. So, ihr kennt mich, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich zeige euch als erstes, wie wir unser Schnittmuster berechnen. Für dieses Armband brauchen wir zwei rechteckige Stoffteile. Das erste Stoffteil berechnet sich wie folgt. Die Länge ist nichts weiter als zweimal die Länge eures Handys plus 2 cm. In meinem Falle ist mein Handy 14 cm hoch, das mal 2 sind 28 cm, plus 2 bin ich bei 30 cm. Das ist meine Länge. So, die Breite unseres Rechteckes, dafür gibt es folgende fancy Formel. Umfang minus 5 cm geteilt durch 2 plus 2 mal Nahtzugabe. In meinem Falle, ich nähe das hier heute für meinen Oberarm. Der Umfang meines Bizeps sind 30 cm. Davon ziehe ich 5 cm ab. Das ist die Formel, wenn ihr das tut, was ich euch vorhin gesagt habe, nämlich Spandex bzw. Elastan zu verwenden. Wenn ihr einen anderen Stoff nehmt,
wieder meiner Empfehlung. Dann guckt bitte vorher, wie weit der dehnbar ist. Also nehmt euch euer Stück Stoff, legt euch das hin, so dass es an einer Markierung eurer Wahl aufliegt, in meinem Falle diese Linie hier, und zieht mal da dran und guckt mal, wie weit ihr das ziehen könnt. Ich kann diesen Stoff ziemlich genau, das hier sind Zentimeter, 5 Zentimeter weit dehnen. Wenn ihr einen Stoff habt mit weniger Elastan, dann lässt der sich vermutlich weniger weit dehnen. Jersey zum Beispiel, da kommt ihr vielleicht nur so 3 Zentimeter weit. In dem Falle würdet ihr nur 3 Zentimeter von eurem Umfang abziehen. Ich ziehe 5 Zentimeter ab. Alle, die Spandex, Lycra oder ähnliches verwendet haben, machen das bitte ebenfalls. Da komme ich dann auf 25 Zentimeter. Die teile ich durch 2. Bin ich bei 12,5 plus 2 mal Nahtzugabe. Ich nehme 0,75 cm Nahtzugabe, weil ich das Ganze hier mit der Overlock nähe und meine Overlock-Naht genau 0,75 cm breit ist. Ihr müsst gucken, mit was für einer Nahtzugabe ihr normalerweise näht und auf welchen Wert ihr dann kommt. Ich addiere hier also 1,5 cm dazu und bin dann bei 14 cm Breite. Ergo, mein Rechteck ist 14 mal 30 cm. So, das ist das erste Teil. Das zweite Teil ist identisch zum ersten Teil, aber 5 cm länger, also 14 mal 35 cm. Und die schneidet ihr euch jetzt aus eurem Stoff zu. Ich habe das hier schon getan. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Entscheidet bei euren Zuschnitten, was die rechte und was die linke Stoffseite sein soll. Bei den meisten Lycra-Stoffen ist es so wie bei meinem hier, nämlich, dass ihr eine etwas glänzendere und eine etwas mattere Seite habt. Ich möchte die matte gerne außen haben, das heißt, ich bezeichne ab sofort die matte Seite als die rechte Stoffseite und die glossy, shiny Seite als die linke Stoffseite. Guckt vor allen Dingen, dass ihr bei beiden Stücken das identisch handhabt, sonst habt ihr eben hinterher etwas, was zum Teil matt, zum Teil glänzend ist, das ist dann nicht so schön. Damit ihr das hier im Video jetzt besser erkennen könnt, weil das natürlich irgendwie immer so ein bisschen vom Lichteinfall abhängt, male ich euch hier bei meinem Stück Stoff die linke Stoffseite so ein bisschen an. Das könnt ihr natürlich bei eurem genauso machen, das ist einfach ein Kreidestift. Dann könnt ihr das vielleicht besser erkennen und es passieren euch keine Missverständnisse. So, ihr habt also jetzt diese beiden Teile. Nehmt euch zunächst das kürzere der beiden Teile und legt es rechts auf rechts, also schöne Seite auf schöne Seite, in meinem Fall matte Seite auf matte Seite aufeinander und schließt das Ganze hier oben zum Ring. Ich mache das wie gesagt an der Overlock. Wenn ihr das an der Nähmaschine macht, benutzt bitte einen elastischen Stich. Das hier soll sich ja dehnen können. Ihr könnt dafür einen Zickzackstich verwenden. Schöner, hübscher, ordentlicher finde ich persönlich einen dreifachen Geradstich. Das ist aber komplett euch überlassen. Also das kürzere Stück zum Ring schließen. Bei dem längeren Stück nehmt ihr euch das so vor, dass die linke Stoffseite oben liegt und schlagt an den beiden kurzen Seiten jeweils 1 Zentimeter um. Steckt das mit Stecknadeln oder mit Clips fest und steppt das Ganze hier in diese Richtung ab. Sowohl hier oben als auch hier unten. So, ihr habt jetzt im Resultat also einmal diesen Ring und einmal ein langes Stück, das an beiden kurzen Enden einmal umgenäht ist. Wendet euren Ring auf rechts und formt den ordentlich aus. Und wer möchte, kann jetzt hier, wenn diese Naht ausgeformt ist, das noch einmal absteppen. Ich mache das nicht, weil ich da einfach keine Naht haben möchte. Lycra ist aber eine schlüpfrige Angelegenheit. Das heißt, das festzusteppen ist jetzt nicht ganz verkehrt, aber ihr könnt da auch vorsichtig mit einem Stück Baumwolltuch dazwischen einmal kurz drüber bügeln. Das ist sehr hitzeempfindlich, passt auf, dass das nicht zu heiß wird, aber einfach, dass ihr das ein bisschen fixiert. Ich lasse da, wie gesagt, die Steppnaht weg. Wenn ihr sicher gehen möchtet, dass sich das hier nicht verschiebt, dann steppt ihr da einmal nochmal mit einem elastischen Stich drüber. So, jetzt gilt es nur noch, das Ganze zusammenzusetzen und dafür basteln wir uns wie schon so oft ein Sandwich. Nehmt euch das lange Stück mit den umgeschlagenen, gesäumten Enden und legt es mit der linken Stoffseite nach unten vor euch hin und der rechten Stoffseite nach oben. So,
Nehmt euch jetzt euren Ring. Da ist die rechte Stoffseite schon nach außen gewandt. Und legt euch das so hin, dass ihr hier oben 4,5 cm Platz habt. Bei 4,5 cm legt ihr den Rand, also die Falz von eurem Ringstück an und schlagt jetzt das linke Ende hier einmal um den Rand eures Rings herum. Guckt, dass das gut bündig abschließt und steckt das Ganze fest. So, jetzt kommt das untere Ende, formt euren Ring nochmal final gut aus, es sei denn, ihr habt den abgesteppt, damit das hier bündig miteinander schließt. Und schlagt das andere Ende nach oben. So, jetzt könnt ihr das in die vorher platzierte Klammer mit reintun oder eine zweite reintun. Das ist völlig euch überlassen. Ihr könnt das der Länge nach hier feststecken, je nachdem, welches Sicherheitsbedürfnis ihr da habt oder ob ihr so damit unter die Nähmaschine geht. In jedem Falle schließt ihr jetzt an eurer Overlock oder eurer Nähmaschine einmal dieses Längsende und einmal jenes Längsende. Entweder mit einem elastischen Gradstich, einem Zickzackstich oder an der Overlock, also mit einem elastischen Stich eurer Wahl. So, und jetzt habt ihr es im Endeffekt schon geschafft. Könnt hier oben reingreifen und das Ganze auf rechts drehen. Und dann ist es noch ein bisschen falsch. Hier guckt noch eine Naht raus. Wenn ihr dann aber diese kleine Klappe drüber zieht, dann habt ihr hier einen Ring, den ihr über euren Arm ziehen könnt und wo ihr hier wunderbar euer Handy reinstecken könnt. Wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, dann helft ihr mir sehr und ich freue mich sehr, wenn ihr dem Video hier unten einen Daumen nach oben da lasst. Solltet ihr Lust auf weitere Näh- und DIY-Tutorials von mir, der Sarah von Mommymade, haben, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, denn nur mit dem Glöckchen informiert euch YouTube auch, wenn ich etwas Neues hochlade und dann verpasst ihr nichts davon. Hier geht es weiter, jetzt wieder brav jeden Freitag mit einem neuen Näh- oder DIY-Tutorial. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mommymade!